Gealterte Modelle sind einfach eine wunderschöne Erscheinung. Aber wie geht man vor? Welche Produkte benutzt man und wie wendet man diese an? Für all diese kleinen Problemchen haben wir jetzt eine Gesamtlösung im Programm, nämlich die Solution Box von Railcenter. In diesem Video werde ich euch diese Box einmal etwas genauer vorstellen. Wir werden einmal durch alle Produkte gehen, die sich in dieser Box befinden und zusammen einen Güterwagen altern. Da niemand gerne die Katze im Sack kauft, werden wir die Box jetzt einmal öffnen und uns mal anschauen, was sich alles darin befindet. Nach dem Öffnen sehen wir neben einem Stück Schaumstoff auch einen der wichtigsten Punkte in diesem Set, nämlich das Solution Book. Auf das werde ich später nochmal etwas genauer eingehen. Und jetzt springt einem diese große Palette an Farben, Washes und Verdünnern entgegen. Da das für einen Anfänger etwas überwältigend wirken kann, gehe ich mal durch jedes Farbmedium, was in dieser Box enthalten ist, im Schnelldurchlauf durch. Beginnen wir mit den Acrylfarben. Das sind standardisierte, hochpigmentierte Farben, wie man sie kennt, in Engine Black, Dark Rust und Buff, was im Prinzip beige ist. Des Weiteren haben wir hier ein Acryl-Washing, was im Prinzip einfach nur eine sehr hoch verdünnte Acrylfarbe ist. Und möchte man diese Farben durch die Airbrush verarbeiten, liegt auch der passende Verdünner dabei. Hier sehen wir dann nochmal alle enthaltenen Acrylfarben im Überblick. Machen wir weiter mit den Pigmenten. Denn auch hier haben wir die gängigsten Farbschläge im Set enthalten, nämlich Light Rust, Dark City Dust, ein etwas hellerer Erdton, Polished Metal, ein Pigment, mit dem man glänzende Metalleffekte erzeugen kann, und Metal Slack, ein sehr dunkles, fast schwarzes Graubraun. Was genau Pigmente sind, sollten die meisten wissen. Die es nicht wissen, einfach dranbleiben, das werde ich gleich noch im Detail zeigen. Jetzt wird es langsam etwas fancy. Wir kommen zum Chipping Fluid. Klingt sehr professionell, ist aber im Prinzip nur dafür da, um realistische Lackabplatzer zu erzeugen, ähnlich wie die Haarspray-Methode. Aber dieses Zeug ist halt exakt für diesen Einsatzzweck gemacht. Wie das funktioniert, werde ich auch im Laufe dieses Videos im Detail zeigen. Das nächste Farbmedium sind Enamel Washes. Das sind im Prinzip nur sehr hoch verdünnte Farben auf Enamel-Basis. Im Set enthalten ist einmal Dark Wash, das ist im Prinzip schwarz, und Fresh Engine Oil, das hat einen leichten Braunstich und bleibt nach dem Trocknen glänzend, um Fett und Öl darzustellen. Ebenfalls in dem Set enthalten ist Enamel Thinner, das ist also der passende Verdünner zu diesen Washes. Den können wir dafür benutzen, um Farbe zu entfernen, die an Stellen gekommen ist, wo sie nicht hin sollte. Filter, die nächsten im Bunde. Im Set enthalten in den Farben Tan und Medium Brown. Was sind Filter? Das sind im Prinzip fertig angemischte, hochverdünnte Lasuren, mit denen wir die Grundfarbtemperatur des Modells einstellen können. Klingt kompliziert, aber auch das werde ich im Laufe des Videos zeigen. Kommen wir zu den Shadern. Ein relativ neues Produkt von Emmo, auch hier in diesem Set enthalten in den Farbschlägen Earth, Grime, Light Rust und Ash Black. Nur, was sind Shader? Naja, fancy Name für ein relativ simpel zu beschreibendes Produkt. Das sind sehr transluzente Farben, schon vorbereitet für die Airbrush, um mit diesen Farbschlägen sehr, sehr feine Akzente mit der Airbrush sprühen zu können, ohne zu riskieren, dass man aus Versehen zu viel aufsprüht. Auch das werde ich im Laufe des Videos noch zeigen und demonstrieren. Als letztes Farbmedium in dem Set haben wir jetzt noch die Streaking Brusher. Klingt auch wieder total fancy, sind im Prinzip nichts anderes als Ölfarben. Diese sind allerdings nicht so kompliziert anzuwenden wie normale Ölfarben, sondern sie sind direkt aus diesem Typchen gebrauchsfertig. Die sind enthalten in den Farbschlägen Grime, Streaking Dust, ein sehr heller Staubton, Starship Grime, was im Prinzip einfach nur ein dunkles Grün-Braun ist, und Rust. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die wenigsten Modellbahner Erfahrung mit Ölfarben haben, somit können gerade diese Produkte in der Box doch für den einen oder anderen sehr interessant sein. Zu guter Letzt haben wir dann noch den One-Shot Primer. Das ist ein sehr matter Klarlack, welcher eine extrem gute Haftkraft besitzt. Diesen benutzen wir sowohl, um die Modelle zu grundieren, als auch die einzelnen Alterungsschritte zu fixieren und zu versiegeln, damit im späteren Anlagenbetrieb nichts abgegriffen wird. Ebenfalls in dem Set enthalten sind zwei hochwertige synthetische Pinsel. Hier sehen wir jetzt nochmal im Überblick, was sich alles in dem Set befindet, und wenn man das mal so auf einem Haufen sieht, dann ist das schon eine ganze Menge und wir haben eine wirklich gute Auswahl, um uns mal mit dem Thema Patinierung zu beschäftigen.
Jetzt benötigen wir nur noch ein Testobjekt und dafür nehmen wir diesen Kühlwagen hier. Den werden wir jetzt mal Schritt für Schritt altern. Ich werde euch die Anwendung von jedem einzelnen Produkt in diesem Set zeigen und wir schauen einfach mal, was wir aus diesem Modell so rausholen können. So, wir haben den Wagen nun einmal in seine Bestandteile zerlegt und die Einzelteile mit warmem Wasser mit etwas Spüli drin einmal gewaschen und entfettet. Die Kleinteile liegen hier in so einer Box, die müssen wir nicht weiter bearbeiten. Doch jetzt stellt sich halt die Frage, wie soll man anfangen und welchen Arbeitsschritt bzw. welchen Alterungsschritt macht man wo zuerst? Tja, und das ist dann der Punkt, wo dann das gerade eben erwähnte Solution Book zum Tragen kommt. Denn das hier ist eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo jedes Produkt im Detail erklärt wird und euch auch alle Informationen gegeben werden, die ihr zu der Verarbeitung von diesem Produkt benötigt. Das bedeutet also nicht, dass da einfach nur drin steht, hey, klatscht das und das Produkt einfach da und da drauf, sondern ihr seht, ihr habt eine Tonne von Piktogrammen, die hier einmal nochmal im Detail erklärt werden. Und ihr habt dann die einzelnen Arbeitsschritte, die sowohl als Bild als auch piktografisch erklärt werden. Nehmen wir einfach mal als Beispiel die Anwendung des Shaders hier. Euch wird also nicht nur gesagt, hey, ihr braucht den Shader in der Farbe Grime, sondern auch, dass er durch die Airbrush verarbeitet wird, 3 bis 5 cm Sprühabstand, 1,3 bar Luftdruck und in mehreren dünnen Schichten. Und so zieht es sich tatsächlich durch das gesamte Buch. Jeder Arbeitsschritt wird genauso im Detail erklärt. Somit wisst ihr zu jedem Zeitpunkt immer, was ihr wann wie zu tun habt. Es eliminiert jegliche Form von Rätselraten, ihr wisst, wie ihr eure Airbrush einzustellen habt und so weiter. Also dieses Buch ist absolut Gold wert. Für eine leichtere Handhabung habe ich die Hauptbauteile jetzt mit ein klein wenig Heißkleber auf solche Styropor-Klötzchen hier geklebt. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, das ist einfach nur meine persönliche Methode, um die Teile ein wenig besser handhaben zu können, ohne sie ständig anzufassen. Und somit beginnen wir mit dem ersten Arbeitsschritt, nämlich das Aufsprühen des One-Shot-Primers als Grundierung. Dieser Klarlack ist Airbrush ready, das bedeutet, wir müssen da nichts mehr verdünnen, wir können ihn einfach aus der Flasche direkt in die Airbrush träufeln und damit beginnen, das Modell in vielen dünnen Schichten einmal komplett deckend mit diesem Klarlack einzusprühen. Das Ergebnis wirkt am Anfang, wenn die Farbe noch nass ist, etwas milchig, erschreckt euch dabei nicht, das trocknet einfach zu einem matten Finish weg. Dieser Primer bietet dann eine Haftgrundlage, damit alle kommenden Arbeitsschritte vernünftig an dem Modell haften und sich im späteren Anlagenbetrieb, wenn man den Wagen hier und da mal anfassen muss, sich nicht an den Ecken irgendwas abgreift oder die Alterung darunter leidet und sie auch für längere Zeit wirklich so schön aussieht wie am Anfang. Ist der Primer vollständig getrocknet und ich würde ihm tatsächlich 24 Stunden Zeit geben, damit er wirklich ausgehärtet ist unser Modell jetzt schön matt, das ist auch quasi schon die erste Alterungsstufe in dem Sinne, und ist jetzt bereit, die ersten Farbaufträge zu bekommen. Wir beginnen mit den Acrylfarben, das ist das erste Farbmedium, was wir benutzen. In diesem Falle mische ich mir aus Dark Rust und Engine Black einen etwas dunklereren Braunton und verdünne diesen mit dem beigelegten Thinner. Das habe ich in diesem Falle nur gemacht, weil mir das Light Rust für den doch relativ hellen Kühlwagen ein wenig zu knallig war und ich das Ganze einfach mit dem Schwarz ein klein wenig abdämpfen wollte, um einen dunkleren Braunton zu erzeugen. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wollt ihr Farben durch die Airbrush verarbeiten und sie dementsprechend verdünnen, dann tut das so, dass etwas dickere Tropfen, wie hier zu sehen, relativ schnell am Rand des Pinchens abrinnen, aber kleinere Tropfen, wie hier zu sehen, hängen bleiben. Dann habt ihr eigentlich ein ganz gutes Mischungsverhältnis und in der Regel sollte da nichts mehr schief gehen. Das Braun habe ich nun in die Airbrush gepackt, den Kompressor so eingestellt wie im Solution Book empfohlen und beginne nun hier um die Radlager eine Art Flugrostschicht aufzutragen. Das Ganze ist im Prinzip nur ein sehr dünn aufgenebelter Auftrag, um aufgewirbelten Staub, Bremsstaubreste und Flugrost darzustellen. Dieser sammelt sich natürlich logischerweise am meisten in den Bereichen um die Räder und die Radlager an. Wie man sieht, lässt sich die Farbe sehr problemlos sprühen, auch in feinen Aufträgen, und somit stimmt unsere Verdünnung und unsere Farbmischung. Des Weiteren sprühe ich jetzt hier noch einmal ringsrum um die Puffer. Und auch die Radsätze bekommen diese Farbe ab, sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite. Das nimmt ihnen den metallischen Glanz und lässt sie schon mal richtig schön rostig aussehen. Und zuletzt sprühe ich mit diesem Braun einmal das komplette Dach deckend ein. Das wirkt jetzt natürlich ein wenig extrem und passt irgendwie überhaupt nicht zum Endergebnis, was wir am Anfang des Videos gesehen haben.
Das ist die Vorbereitung fürs Chipping. Das bedeutet, wir legen hier quasi die Basis für die Rostflecken, die man später durch den eigentlichen Lack durchsehen kann. Dementsprechend besprühe ich das Dach jetzt hier einmal deckend mit diesem braunen Rostton. Das macht auch Sinn, denn wir haben die Farbe ja jetzt einmal in der Airbrush drin. Dann können wir alle Arbeitsgänge, die wir so zu erledigen haben, in einem Schritt durchziehen. Wir sind mit unserer angemischten Farbe aber noch nicht ganz fertig, denn wir können noch ein paar kleine Effekte am Gehäuse erzielen, und zwar mit einer Clamping-Sette und einem zerrupften Stückchen Schwamm, wie wir das jetzt hier gerade sehen. Ich tupfe dieses Schwämmchen jetzt zweimal in die Farbe hinein, tupfe dann die überschüssige Farbe auf einem Stück Zewa aus, solange bis das Schwämmchen nur noch ganz kleine Punkte abgibt, wie hier zu sehen. Und damit tupfen wir jetzt ganz vorsichtig und mit ganz wenig Druck einmal an allen Ecken und Kanten des Wagenkastens entlang. Dadurch erzeugen wir den Effekt von ganz vielen kleinen Lackabplatzern und Roststellen, die sich nun mal mit der Zeit an so einem Wagen bilden. Dies entsteht natürlich am häufigsten an Ecken und Kanten bzw. herausstehenden Bauteilen. Diese Technik ist mit etwas Übung tatsächlich relativ einfach zu erlernen, kann aber im Endeffekt in der Optik des Wagens einen riesen Unterschied machen. Es sind einfach diese kleinen Feinheiten, die den Wagen gerade in der näheren Betrachtung nochmal realistischer wirken lassen. Als nächstes nehmen wir uns dann nochmal die Farbe Dark Rust, dieses Mal allerdings unverdünnt, einfach so aus dem Fläschchen, und bepinseln damit nochmal einzelne Details im Fahrwerksbereich, wie hier zum Beispiel die Federpakete. Das sieht man beim Original tatsächlich häufiger, dass diese in einem deutlich kräftigeren Rostton gehalten sind wie der Rest des Fahrwerks, und das können wir so relativ einfach nachbilden. Auch mit Engine Black können wir jetzt noch ein klein wenig nachkorrigieren, denn beim Sprühen mit der Airbrush, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ist man nie so präzise, wie man es gerne sein möchte. Die Pufferhälse möchte ich gerne in diesem Rostton haben, die Teller jedoch wollte ich eher in schwarz haben, und das kann ich jetzt nachkorrigieren, indem ich einfach die Teller und die Pufferstangen nochmal mit schwarz übermale und nur die Hälse in dem besprühten Rostton belasse. Somit sind wir mit den Acrylfarben auch beim Fahrwerk erstmal durch. Was jetzt noch bleibt, ist unser komplett rostiges Dach. Und damit machen wir jetzt weiter, und zwar mit den Chipping-Effekten. Dächer von Kühlwagen können schlimm aussehen, aber definitiv nicht so schlimm. Die braune Grundfarbgebung ist aber jetzt entscheidend für unseren nächsten Effekt mit dem Chipping Fluid. Dieses Zeug wird jetzt auch in die Airbrush gefüllt. Im Normalfall geht das auch direkt aus dem Fläschchen, je nach Airbrush bzw. Düsengröße kann es sein, dass ihr es aber ein bisschen mit Wasser verdünnen müsst. Und dieses Chipping Fluid wird jetzt durch die Airbrush in 2 bis 3 dünnen, aber deckenden Schichten auf das Dach aufgesprüht. Die Schichten zwischendurch immer gut abtrocknen lassen und dann die nächste dünne Schicht aufsprühen. Wenn wir einen deckenden und geschlossenen Auftrag haben, dann passt das soweit. Wir geben dem Chipping Fluid jetzt mal einige Minuten, um zu trocknen. Das merkt man daran, dass es aufhört klebrig zu werden. Das kann man hier und da mal mit dem Finger überprüfen. Und wenn das Chipping Fluid komplett abgetrocknet ist, dann können wir auf das Chipping Fluid die eigentliche Dachfarbe aufsprühen. Da hat Rail Center verschiedene Sets mit Farben im Programm, je nachdem auch für deutsche Güterwagen, Loks etc. Ich habe mir hier jetzt dieses mittlere Grau aus diesen Farben zusammengemischt und das wird jetzt in vielen dünnen Schichten aufgesprüht. Wichtig ist, dass ihr die Farbschicht auf keinen Fall zu dick macht. Das heißt, sprüht lieber mehrmals in ganz vielen dünnen Schichten das Grau auf, so lange bis es gerade eben deckt. Je dünner die Farbschicht ist, desto besser. Also bevor man eine zu fette Schicht komplett drauf jaucht, lieber eine dünne Schicht machen, abtrocknen lassen, schauen, ob es komplett deckt und im Zweifelsfalle nochmal nachsprühen. Auch dem Grau müssen wir jetzt einige Minuten geben, um wirklich vollständig zu trocknen. Das ist ganz wichtig, dass die Farbe komplett trocken ist. Ja, nur tolle Nummer, unser rostig gesprühtes Dach ist jetzt wieder grau. Was macht das für einen Sinn? Tja, der Sinn kommt jetzt. Wir nehmen uns jetzt Leitungswasser, und es ist wichtig, dass es einfach wirklich ganz normales Leitungswasser ist, ohne Verdünner, und einen der im Set enthaltenen Pinsel. Und jetzt kommt die Magie des Chipping Fluids. Wir machen jetzt auf so eine Stelle hier ein klein wenig von dem Wasser drauf. Bitte nicht fluten, wirklich nur anfeuchten. Und nach ein paar Sekunden fangen wir an, auf dieser Stelle ein klein wenig hin und her zu tupfen. Und wie von Zauberhand entstehen plötzlich kleine Lackerplatzer.
Und der Grund dafür ist eben das besagte Chipping Fluid zwischen dem Rostbraun und dem Grau. Denn das Wasser zieht durch die Acrylfarben durch bis zu dem Chipping Fluid. Dieses löst sich im Wasser auf und das Grau, was wir gerade eben aufgesprüht haben, verliert seine Haftung und blättert ab. Im Prinzip genauso, wie es auch im Original ist, wenn irgendwo Rostpickel oder Lackabplatzer entstehen. Und genau dadurch wirkt dieser Effekt auch so unfassbar realistisch, weil er im Prinzip genauso entsteht, wie es im Original passiert. Und man kann tatsächlich durch die Intensität, das heißt, wie stark man rubbelt oder wie lange man dieses Tupfen oder Rubbeln auf einer bestimmten Stelle macht, relativ gut kontrollieren, wie stark oder wie groß diese Lackabplatzer sein sollen. Und somit können wir auf dem ganzen Dach hier und da ganz kleine Lackfehler einarbeiten, solange bis uns das Dach im Prinzip gammelig genug ist. Und gerade an den Ecken und Kanten des Daches kommt dieser Effekt richtig gut. Ebenfalls können wir mit dieser Technik auch sehr schön Kratzer erzeugen. Das geht wie folgt. Wir nässen wieder den Bereich ein, wo wir den Kratzer erzeugen möchten, nehmen uns dann eine alte Airbrush-Nadel, in dem Fall geht auch eine Stecknadel oder irgendetwas Metallenes, was wirklich spitz ist. Und mit der Spitze kratzen wir jetzt die Kratzer, die wir haben möchten, in die Farbe ein. Das Ding ist, wir müssen hier ganz, ganz vorsichtig vorgehen, weil wir wollen nur das Grau beschädigen und nicht das Rostbraun darunter. Die Kratzer sieht man jetzt tatsächlich noch nicht wirklich gut. Wenn wir jetzt aber ganz vorsichtig mit dem Pinsel nochmal über die Kratzer drüber gehen, dann sehen wir, dass genau dort, wo wir mit der Airbrush-Nadel hergefahren sind, die Farbe anfängt abzuplatzen. Und schon haben wir schöne, dicke Kratzer im Dach. Und jetzt erklärt sich auch das Mysterium, warum wir das Dach vorher komplett rostig gesprüht haben. Denn so haben wir jetzt überall diese winzig kleinen Rostabplatzer, die halt wirklich extrem realistisch aussehen und die wir mit den weiteren Alterungseffekten noch ein bisschen verschönern und verstärken können. Und genau dafür brauchen wir das nächste Alterungsprodukt, nämlich die Shader. Wie der Name schon sagt, sind diese Farben explizit dafür da, um leichte Schattierungen und Farbverläufe mit der Airbrush zu erzeugen. Aber wie genau geht das? Ihr seht hier, die Farbe ist extrem transluzent. Das bedeutet, man sprüht mit der Airbrush wirklich nur ganz, ganz feine Farbverläufe auf. Die sind also nicht dafür da, um irgendetwas deckend zu lackieren. Der Vorteil ist, so sprüht man aus Versehen nicht viel zu viel und übertreibt den Effekt, den man erzeugen möchte. Auch diese Farben sind wieder aus dem Fläschchen Airbrush Ready, das heißt einfach direkt in die Pistole reinträufeln und los geht's. Abstand und Luftdruck sind wieder so eingestellt, wie es im Solution Book beschrieben ist. Und was ich jetzt hier mache, ist, dass ich im Prinzip die ganze Zeit in Querrichtung solche leichten Läufer und Schattierungen einsprühe. Das kann relativ unregelmäßig sein, das muss nicht immer in denselben Abständen sein oder in derselben Intensität. Logisch, so ein Güterwagendach altert ja auch nicht überall gleich. Aber so können wir schon mal anfangen, die ersten feinen und leichten Schattierungen mit diesen Shadern hier einzusprühen. Das Schöne ist halt, dass es trotz alledem wirklich nur sehr, sehr seichte Effekte sind und man den Effekt Stück für Stück aufbauen kann und nicht aus Versehen einmal zu viel drüber zieht und das Dach damit versaut ist. Sondern diesen Effekt baut man in vielen dünnen Schichten Stück für Stück auf, so lange, bis einem das Endergebnis gefällt. Bin ich mit dem Ergebnis der Querläufer zufrieden, mache ich das Ganze nochmal auf dem Scheitel des Daches in Längsrichtung. Einfach eine seichte, schwarz-graue Schattierung, dort wo sich der Ruß und der Dreck an dem Dach natürlich am meisten ansammelt. Und im Endeffekt arbeiten dann diese beiden Sprührichtungen zusammen und es wirkt, als hätte sich der Dreck am Scheitel des Daches angesammelt und würde langsam an den Seiten herunterfließen. Solche Schattierungen haben wir natürlich nicht nur auf dem Wagendach, sondern auch an den Seitenwänden. Und genau dort machen wir weiter. Und im Prinzip verfahre ich dort genauso. Ich sprühe mit den im Solution Book angegebenen Einstellwerten immer wieder ganz, ganz vorsichtig ganz dünne Schattierungen bei den einzelnen Panelenübergängen. Dadurch kann man diese Bereiche nochmal etwas mehr betonen. Klar, im Original sammelt sich dort auch der Dreck. Der Wagen wirkt dadurch sofort plastischer und schon mal leicht eingedreckt bzw. eingestaubt. Gerade an den Bereich der Türen sammelt sich natürlich nochmal deutlich mehr Dreck durch die Kante. Dort kann man mit dem Shader auch mal etwas heftiger zur Sache gehen.
Das Schöne ist aber, wie gesagt, wir können diesen Effekt ganz langsam und Stück für Stück aufbauen, so lange, bis er uns gefällt. Und was habe ich euch am Anfang gesagt? Zuerst kann man mit dem Begriff Shader überhaupt nichts anfangen, aber wenn man erstmal weiß, wofür die Dinger gut sind und wie man sie verwendet, sind sie eigentlich ganz praktisch. Als nächstes kommen wir zum Thema Pigmente. Ich meine, klar, die sollten eigentlich jedem ein Begriff sein, deren Anwendung kann aber tatsächlich hier und da schon mal etwas tricky sein. Was viele nicht wissen, ja, auch Pigmente kann man mischen und somit habe ich hier Metal Slag und Light Rust im Verhältnis ungefähr 50:50 gemischt, um dadurch, wie hier zu sehen, ein deutlich dunkleres und gedämpfteres Braun zu erzeugen. Und diese Pigmentmischung wird jetzt ebenfalls wieder großflächig um die Radlager aufgetragen. Und hier kommt der Punkt, wo Pigmente ein klein wenig tricky sein können. Denn wir müssen den Effekt jetzt hier im trockenen Zustand ein klein wenig übertreiben. Denn wenn die Pigmente später mit dem Klarlack versiegelt werden, dämpft das den Effekt deutlich ab. Das bedeutet, das, was ihr hier gerade seht, ist nicht das finale Endergebnis. Trotzdem kann man an den Aufnahmen sehr schön erkennen, wie man die Pigmente noch nachmanipulieren kann, wie man sie ein wenig von links nach rechts verschieben kann und so lange verblendet, bis einem der Gesamteffekt von der Intensität einigermaßen gefällt. Wie gesagt, wir müssen etwas weiter denken und es ein wenig kräftiger machen, wie wir es am Ende haben möchten, aber da bekommt man mit der Zeit tatsächlich ein Gefühl für. Da wir hier wesentlich mehr Kontrolle haben als wie bei der Airbrush, habe ich das Ganze jetzt auch nochmal um die Pufferhälse gemacht. Und damit das Gesamtbild stimmig ist, bekommen natürlich auch nochmal die Räder eine gute Portion von den Pigmenten ab. Und da sich Staub und Flugrost ja nicht immer unbedingt an die Grenzen verschiedener Wagenbauteile hält, bekommen natürlich auch die Seiten des Wagenkastens noch ein klein wenig von dieser dunkelbraunen Pigmentmischung ab. Hier müssen wir jetzt aber tatsächlich wirklich vorsichtig vorgehen, weil, wie gesagt, der Wagenkasten ist weiß. Und auf weiß wirken die meisten Effekte deutlich extremer, wie es auf zum Beispiel dunkelbraunen Güterwagen wäre, was ja die Standardfarbe für solche Dinger ist. Also gehe ich hier ganz langsam und vorsichtig vor und staube quasi einfach nur die Bereiche des Wagenkastens ein, die genau über den Radlagern liegen. Mit der Farbe Metal Slag gehe ich jetzt nochmal her und bearbeite nochmal hier die Bereiche der Türen. Logisch, Türen sind gefettet, Türen werden bewegt, es wird Ware ein- und ausgeladen und dadurch sammelt sich dort natürlich auch nochmal jede Menge Dreck an. Des Weiteren bilden sich durch den Fahrtwind an solchen Kanten Verwirbelungen, die ebenfalls dafür sorgen, dass in solchen Ecken und Nischen der Dreck dann doch schon mal etwas intensiver hängen bleibt wie am Rest des Wagens. Ebenfalls können wir mit den Pigmenten hier unterhalb der Tür noch ein wenig abgesetzten Schmodder darstellen oder auch einfach nur einen Schattenwurf, wodurch der Wagen nochmal größer und plastischer wirkt. Aber auch gerade bei solchen Effekten muss man sich immer im Klaren sein, heller Untergrund und da ist manchmal weniger mehr. Also aufpassen und den Effekt auch hier ganz vorsichtig aufbauen. Ebenfalls mit Metal Slag können wir jetzt auf dem Dach oben den Scheitel noch ein klein wenig betonen. Wir tupfen diese Pigmente also jetzt unregelmäßig einfach nur auf den Scheitelbereich des Daches. Wir müssen uns tatsächlich dabei auch gar nicht so viele Gedanken machen um ein gleichmäßiges Ergebnis oder um den Übergang, weil den wirklich fließenden Übergang in die Läufer machen die Shader, die wir vorher aufgesprüht haben. Denn jetzt sind wir an dem Punkt, wo die einzelnen Effekte, die wir aufbringen, langsam Stück für Stück zusammenklicken und ein Gesamtbild ergeben. Ein einfaches Überblenden in Querrichtung reicht da schon vollkommen aus, den Rest übernehmen die anderen Effekte, die wir vorher aufgebracht haben. Somit sind wir auch mit den Pigmenten durch und sind jetzt an dem Punkt, wo wir einmal das, was wir haben, versiegeln müssen, weil die mit Airbrush aufgesprühten Farben sind sehr kratzempfindlich und die Pigmente greifen sich schnell ab. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal den One-Shot-Primer, um einmal das, was wir gemacht haben, zu versiegeln und zu fixieren. Und jetzt kommt genau das zum Tragen, was ich gerade eben erklärt habe. Achtet mal drauf, sobald die Pigmente mit dem Klarlack besprüht werden, wie sehr diese abdunkeln. Das ist halt leider unbestreitbar ein ziemlicher Nachteil von Pigmenten. Man sieht das Endergebnis nicht sofort, sondern erst, wenn die Versiegelung drauf ist. Das ist am Anfang ein wenig tricky. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran. Wie gesagt, ich mache das ja auch schon eine ganze Weile und wenn man einige Erfahrungen mit Pigmenten gesammelt hat, dann weiß man, wie es vor dem Klarlack aussehen muss, damit es nach dem Klarlack so ist, wie man es haben möchte.
Ich habe dem Klarlack jetzt wieder 24 Stunden Zeit gegeben, um wirklich vollständig zu trocknen. Und jetzt kommen wir zum Finale der Patinierung. Jetzt können wir nochmal alle kleinen und feinen Oberflächendetails des Wagens hervorheben. Und es gibt dafür nichts Besseres als Enamel Washes. Ich verwende jetzt hier das Dark Wash, das ist komplett schwarz. Das Problem ist, der Wagen ist halt relativ hell und deswegen habe ich das Washing mit einem klein wenig von dem Enamel Thinner verdünnt, dass es nicht ganz so stark ist. Bei dunkleren Wagen könnt ihr es direkt aus der Flasche verwenden, bei weißen Wagen wie hier würde ich es ein klein wenig verdünnen. Jetzt die Frage aller Fragen, was macht so ein Enamel Wash, beziehungsweise so ein Pin Wash, wie es die Experten nennen. Das seht ihr jetzt genau hier. Wir tragen dieses Wash, was im Prinzip nur ein Begriff für eine extrem hoch verdünnte Farbe ist, einfach auf alle Kanten, Ecken und Oberflächendetails auf. Was passiert ist, dass diese Farbe eine sehr hohe Kapillarwirkung hat und sich dementsprechend fast automatisch um jede Niete, in jede Kante und in jede Ritze legt bzw. verfließt. Dadurch werden alle Oberflächendetails nochmal betont. Diese konnte man vorher entweder nicht gut sehen, weil die vorangegangenen Patinierungsschritte diese ein wenig abgedeckt haben oder weil die Lackierung des Wagens oder der Lok das Erkennen von diesen Oberflächendetails einfach nicht vernünftig zugelassen hat. Das sieht man auch sehr schön an die Nieten. Diese sind in dem Weiß vorher komplett untergegangen und wenn wir sie jetzt Stück für Stück mit diesem Wash betonen, dann erkennt man sie erstmal vernünftig und man sieht erstmal, wie detailreich die Oberfläche des Wagens ist, was einem vorher einfach gar nicht aufgefallen ist. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass ein vernünftig aufgetragenes Washing eines der stärksten Methoden ist, um einen Wagen zu patinieren und seine Details weiter hervorzuheben. Was mich immer ein bisschen schockiert ist, dass viele Leute gerade Enamel- oder Ölwashings einfach nicht kennen, obwohl diese in der Anwendung so unglaublich simpel sind und man da eigentlich nichts falsch machen kann. Warum das so ist, werdet ihr jetzt gleich im zweiten Schritt sehen, denn alles, was wir hier machen, ist komplett reversibel bzw. nachkorrigierbar. Denn direkt nachdem wir das Washing aufgetragen haben, nehmen wir uns jetzt den reinen Verdünner, nehmen uns ein klein bisschen von diesem Verdünner mit einem sauberen Pinsel auf und bitte wirklich nur ein kleines bisschen, die Oberfläche nicht fluten, sonst ist mit einem Mal wieder alles weg. Und jetzt seht ihr hier, was wir machen können. Wir können nämlich die ganze Arbeit, die wir gerade gemacht haben, noch ein wenig korrigieren und aufräumen. Denn das Washing fließt nicht immer dahin, wo es soll, beziehungsweise nicht immer in der Stärke oder in der Art, wie wir es gerne hätten. Das kann man jetzt aber alles mit dem Verdünner nachkorrigieren. Man kann Flecken entfernen, die einem nicht gefallen. Man kann das Washing abdämpfen, wenn es zu krass geworden ist. Und das ist das. Die meisten Leute benutzen halt immer nur verdünnte Acrylfarben als Washing, schmieren das einmal über den Wagen drüber. Das Problem ist, einmal trocken ist das Zeug fest. Ihr habt keine Möglichkeit nachzukorrigieren. Und das frustriert dann sehr viele Leute, weil das Ergebnis halt nicht so ist, wie sie das haben wollten. Ihr aber keine Möglichkeit habt, irgendetwas nachzubessern. Bei Enamel Washings ist das anders, denn hier könnt ihr die ganze Zeit immer wieder nachkorrigieren. Ihr könnt den Effekt verstärken, ihr könnt ihn abdämpfen, ihr könnt die Farben hin und her schieben, so lange bis euch das Ergebnis gefällt. Ihr könnt hier quasi nichts falsch machen. Das ist halt das Schöne daran. Zum einen fängt der Wagen auf einmal an richtig zu leben, gerade bei so einem Wagen wie dem hier, der am Anfang halt wirklich nach Plastik aussah. Bekommt er jetzt so langsam Stück für Stück Charakter, er wirkt realistischer, er wirkt plastischer. Und mit dieser Technik könnt ihr ausprobieren. Also nicht, ihr habt einen Versuch und der Versuch muss sitzen, sondern ihr könnt euch einfach hinsetzen und könnt anfangen, drauf loszuspielen. Ihr könnt verschiedene Washing-Farben zusammenmischen, ihr könnt verschiedene Intensitäten ausprobieren und wirklich ein Gefühl für die Farben bekommen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was halt mit Acryl-Washings einfach nicht geht. Und welchen Unterschied ein Washing machen kann, seht ihr hier. Diese Seite ist ohne das Washing. Und wenn ich den Wagen jetzt einmal rumdrehe, diese Seite ist mit dem Washing. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr, wie viel plastischer und realistischer der Wagen auf einmal wirkt? Also, ein gutes Washing ist mindestens 50% einer gesamten Alterung. Dasselbe Washing, allerdings jetzt unverdünnt, direkt aus dem Fläschchen, verwende ich jetzt hier vollflächig auf dem gesamten Fahrwerk. Auch hier werden jetzt alle Ecken, Kanten, Nieten und Oberflächendetails nochmal wieder richtig betont, die vorher in diesem Einheitsrostbraun ein wenig untergegangen sind. Und da wir das Washing hier vollflächig verarbeiten, müssen wir auch gar nicht mal so viel nachverblenden oder nachkorrigieren, weil sich das Washing hier automatisch um alle Details legt und
insgesamt das Rostbraun nochmal ein wenig abdämpft. Also hier können wir wirklich einfach vollflächig überpinseln, die Sache trocknen lassen und im Regelfalle passt das Ergebnis dann schon. Jetzt erkennt man auch sehr schön, warum wir die Federpakete vorher in so einem knalligen Rostton bemalt haben. Denn mit allen anderen Arbeitsschritten, die jetzt darauf gemacht wurden, wurde diese Farbe immer weiter abgedämpft und jetzt ergibt das eigentlich ein ganz stimmiges Gesamtbild. Den Enamel Washes habe ich jetzt wieder einen Tag Zeit gegeben, um wirklich vollständig zu trocknen und jetzt kommen wir zum letzten Farbmedium, nämlich Ölfarben. In diesem Set heißen sie Streaking Brusher. Im Prinzip sind das nichts anderes wie Ölfarben, die bereits fertig für die Anwendung vorbereitet sind. Das heißt, es muss kein Leinöl erstmal aus den Farben gezogen werden, es müssen keine Additive dazu gemischt werden, dass die Farben matt oder glänzend sind, irgendwelche Trocknungsbeschleuniger oder sonst irgendein Quatsch, sondern diese Dinger sind wirklich aus der Tube direkt anwendbar. Das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute vor Ölfarben abschreckt, weil man hier und da in Foren liest, ja, keine Ahnung, ich habe mit Ölfarben patiniert, das ganze Modell ist jetzt auf einmal ölig oder die Farben trocknen nicht, das Ding steht schon seit 2 Monaten und es ist immer noch alles matschig. All diese Probleme habt ihr mit dem Produkt halt nicht. Ihr tragt die Farben auf, die sind innerhalb von einem Tag staubtrocken, innerhalb von einer Woche durchgetrocknet und das war's. Ihr seht, ich habe mir jetzt ein bisschen was von der Farbe auf die Rückseite eines Pinchens gepinselt, nehme mir jetzt hier einen relativ feinen kleinen Pinsel und trage die Ölfarbe jetzt an all den Orten auf, wo ich noch zusätzlich so ein bisschen Ölschmier, Dreck, Schleim etc. haben möchte. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, auch hier haben wir wieder extrem viel Zeit, um nachzukorrigieren. Wir lassen diese Farben jetzt ganz leicht antrocknen und danach können wir sie einfach mit einem sauberen und trockenen Pinsel verblenden. Das bedeutet, wir warten ungefähr 5 Minuten, dann sehen die Farben so aus und jetzt können wir mit einem weichen und komplett trockenen Pinsel die doch relativ harten Pinselkanten ein wenig verblenden und den Übergang von diesem schmierigen, fettigen Öl zu dem normalen, staubtrockenen Rost auf dem Fahrwerk ein wenig verblenden. Dass es halt so aussieht, als ob das Öl und das Fett sich so langsam Stück für Stück über die Oberfläche kämpft und durch den Rost kriecht. Und auch das ist tatsächlich ziemlich simpel und nach dem 2. oder 3. Mal hat man den Bogen raus. Und selbst wenn euch das Ergebnis nicht gefällt, könnt ihr mit dem Enamel Thinner, den wir schon vorher bei den Washes benutzt haben, auch die Ölfarben wieder komplett entfernen. Auch nachkorrigieren, das heißt den Effekt abdämpfen. Also auch hier wieder jede Menge Möglichkeiten auszuprobieren, herumzuspielen, nachzukorrigieren, ohne das Modell zu gefährden, ohne in irgendeiner Weise zu riskieren, dass es zu viel ist und das Ding hinterher Schrott ist. Ja, der Zauber von Öl und Enamelfarben, den leider viel zu wenig Leute kennen. Die Farbe, die wir gerade verwendet haben, war Grime. Jetzt schnappen wir uns Rust und den Enamel Thinner, weil das, was ich gerade gesagt habe, werde ich jetzt nochmal in der Praxis zeigen. Denn wir haben ja unsere wunderschönen Lackabplatzer oben auf dem Dach. Die wirken zwar schon ganz nett, aber da fehlt noch so ein bisschen Rost. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich trage jetzt eine minimale Menge von dieser rostigen Ölfarbe auf diese Lackabplatzer auf. Und die ganze Sache lassen wir jetzt ein klein wenig antrocknen, also wieder ungefähr 5 Minuten warten. Um dann wieder den Enamel Thinner zu schnappen und die ganze Sache jetzt nachzukorrigieren, zu verblenden und zu verziehen. Vom Grundprinzip her gehen wir dabei genauso vor wie bei den Enamel Washings. Das heißt, eine minimale Menge von dem Thinner mit dem Pinsel aufnehmen und dann in tupfenden Bewegungen die Ränder eben halt ein wenig verblenden, verziehen, hier und da ein bisschen Öl wegnehmen, wenn es zu viel ist und somit so einen richtig schönen, leichten Rostschleier um diese Lackabplatzer herum erzeugen. Seht ihr, wie viel besser das jetzt schon aussieht? Durch diese Technik können wir jetzt die größeren Lackabplatzer und Beschädigungen nochmal richtig schön betonen und kleine Eyecatcher auf dem ansonsten doch recht grauen Dach erzeugen. Aber was wären solche Abplatzer ohne ein paar Rostläufer? Auch das können wir machen. Wir nehmen uns die Ölfarbe jetzt einfach, pinseln hier, wo wir den Rostläufer haben möchten, so einen Streifen hin, schnappen uns direkt einen Pinsel mit Enamel Thinner und fangen jetzt Stück für Stück an, diesen Läufer zu bearbeiten, zu verblenden, ihn quasi mehr und mehr zu modellieren, solange bis er uns gefällt.
Auch hier ist das Schöne halt die Nachkorrigierbarkeit und die Möglichkeit, den Effekt so lange abzudämpfen, bis er uns gefällt. Ich meine, ihr habt es gerade selber gesehen, wir haben angefangen mit einem fetten braunen Streifen und was wir jetzt haben, ist ein ganz dezenter Rostläufer. Bei so kleinen Rostläufern geht das sogar noch einfacher. Wir setzen einfach genau in die Mitte von dem Lackabplatzer so einen kleinen Punkt Ölfarbe, nehmen uns jetzt einen breiten Pinsel mit etwas Enamel Thinner drin und ziehen einmal genau senkrecht nach unten. Und ja, das war's. Wir haben einen ganz seichten, dezenten Rostläufer. So einfach geht das. Da kommt man sich direkt vor, als wäre man ein Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung. Wenn Effekte so einfach zu erzeugen sind, dann besteht immer die Gefahr, dass man zu viel macht. Ich hab's hier und da ein bisschen übertrieben. Es hat einfach Bock gemacht und so ein graues Dach bietet halt sehr viele Möglichkeiten für Alterung. Aber versucht diesen Effekt so gering wie möglich zu halten, denn wir wollen ja nicht, dass das Ding aussieht wie der letzte Rosteimer. Die gleiche Rostölfarbe habe ich übrigens unverdünnt direkt aus dem Tübchen hier auf die Puffer getupft, auch sehr unregelmäßig, wie ihr das hier seht. Dann habe ich den Farben wieder 5 bis 10 Minuten Zeit gegeben, um zu trocknen und dann wieder mit einem komplett trockenen, weichen Pinsel die ganze Sache ein wenig verblendet und schon haben wir auch auf den Puffern so einen ganz leichten Rostschleier. Eine Sache, die ich jetzt noch ansprechen möchte, sind die im Set enthaltenen Acrylfilter. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Filter aussieht. Von der Konsistenz her ist er quasi wie, ja, farbiges Wasser. Es befinden sich also sehr, sehr wenige Farbpigmente in so einem Filter und die Frage ist jetzt, ja, wofür benutzt man den? Naja, es gibt zwei Einsatzmöglichkeiten. Zum einen ganz am Anfang der Patinierung, um dem Modell schon mal eine gewisse Grundverstaubung oder Grundverdreckung zu geben. Das heißt, man nimmt diesen Filter und pinselt ihn einmal über das komplette Modell und bestimmt damit schon mal den Grundfarbton. Das habe ich auch am Anfang gesagt, man kann damit den Grundfarbton des Modells beeinflussen. Also, soll das Modell komplett staubig sein und etwas heller werden, kann man den Filter ganz am Anfang benutzen. Oder man macht es so wie ich und verwendet den Filter nach den meisten Alterungsmethoden. Hier habe ich es gemacht, bevor ich mit den Ölfarben angefangen habe. Das hat den Grund, dass wir mit dem Filter die ganze Alterung nochmal etwas nachkorrigieren können. Das Dach sah mir ein wenig zu kalt aus, in Anführungszeichen, das heißt, es war zu blaustichig. Also habe ich mir hier den Filter in der Farbe Tan genommen, der ja sehr warm ist, und einmal über das komplette Dach gepinselt. Den Unterschied seht ihr hier, links ohne und rechts mit dem Filter. Die rechte Seite wirkt etwas dunkler und vor allem sie wirkt wärmer. Das heißt, wir haben wärmere Farben auf dem Dach und deswegen heißen diese Dinger auch Filter, weil man die Grundfarbtemperatur des Modells damit verändern kann. Möchte man dann noch einen Schritt weiter gehen, kann man diesen Filter auch sehr streifig aufpinseln, wie ich das jetzt hier mache, wieder in Querrichtung, also in der Richtung, wo der Regen läuft, weil wir dann nochmal unterschiedliche Farbschläge innerhalb der Regenläufer kriegen, die wir ja eh schon mit den vorhergegangenen Alterungsschritten eingebracht haben. Ich habe den Wagen jetzt 2 bis 3 Tage weggelegt, staubgeschützt, damit alle Farben wirklich komplett trocknen können. Jetzt kommt noch ein kleiner Tipp von mir, wie wir diese Halter, die wir angebracht haben, mit Heißkleber wieder loswerden. Einfach einen Tropfen Isopropanol drauf. Das Isopropanol kriecht unter den Heißkleber und wir können die Sache ganz einfach abziehen. Haben wir alle Halter entfernt, liegen die einzelnen Bauteile des Wagens jetzt so vor uns. Jetzt können wir das Ding einmal montieren. Und da haben wir ihn, unseren fertig gealterten Kühlwagen. Und wenn wir uns das Ding jetzt so anschauen und mit dem Plastikpopel vergleichen, mit dem wir am Anfang angefangen haben, dann ist das schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und genau das ist die Magie der Patinierung. Selbst aus einfachen Plastikgüterwagen kleine Schmuckstücke zu machen. Also, was genau ist die Solution Box? Sie ist, wie der Name schon sagt, eine Gesamtlösung. Und zwar für Menschen, die sich mit dem Thema Patinierung beschäftigen möchten, aber noch keinerlei Praxiserfahrung haben und von der schieren Flut an Produkten und an Alterungstechniken am Anfang ein wenig überfordert sind. Die für jeden Anwendungszweck strikt selektierten Produkte plus das Solution Book mit einer bebilderten und sehr detailliert erklärten Anleitung nehmen einem dort ein wenig die Hemmung und die Überforderung, wenn man vor einem solchen Alterungsprojekt steht und man sich das erste Mal mit diesem Gesamtkonstrukt Patinierung beschäftigen möchte. Es ist der ideale Startpunkt,
um einfach weiter darauf aufzubauen, um verschiedene Farbmedien auszuprobieren, festzustellen, okay, das eine liegt mir mehr, das andere weniger. Und dementsprechend kann man sich dann aus dem Farbsortiment von Railcenter die Produkte raussuchen, mit denen man sehr gut zurechtkommt und sein Farbportfolio Stück für Stück erweitern. Somit kann dieses Set nicht nur der Initialfunke sein, sich mit einem der interessantesten Themen im Bereich Modellbau, nämlich der Patinierung, zu beschäftigen, sondern auch einfach mal über den Tellerrand zu schauen, neue Farbmedien und Techniken auszuprobieren und sein Können in diesem Bereich Stück für Stück zu erweitern. Und wenn man dann so einen gealterten Wagen in einer natürlichen Umgebung sieht, zusammen mit anderen gealterten Rollmaterialien, dann verfliegen auch die letzten Zweifel. Also, wenn euch das Thema Patinierung interessiert, dann habt ihr mit der Solution Box von Railcenter eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, in das Thema einzusteigen, erste Erfahrungen zu sammeln und mit einer bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung auch erste Erfolge zu erzielen. Und das relativ risikofrei. Also, gebt euch einen Ruck und bringt eure Anlage auf die nächste Stufe. Mein Name ist Sepp und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen.